Hi Lütle, ich habe leider heute nur mal so ungefähr eine halbe Stunde Zeit, ich muss nämlich noch leider nochmal weg, habe ich mir gedacht. Bevor wir jetzt heute ganz leer rausgehen, gibt es wenigstens eine kürzere Folge, also circa eine halbe Stunde Handy. Es gibt super geile Neuigkeiten. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ja, war ein bisschen fließig. Ja, sowohl der Hexer als auch der Geisterrufer mit jedem Charakter gemastert. Ja, war klar, Arbeit. Ja. Die Fähigkeiten sind ultra geil. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Daniels als Geisterrufer Vorzeigemodell gerade nehmen darf, die kann so Sachen wie zum Beispiel, Autowahlum ist jetzt eher nicht so geil, aber Heiligenschein. Senkt Angriff, mindert Angriffsstärke um 25%, aber erhöht die Effektivität von Erholungsmagie um das 2,5-fache. Ganz richtig. Das ist der letzte Skill, was er dazu gekriegt hat. Erhöht Maximal-TP nur im Kampf. Keine Ahnung, wieso das nur im Kampf wirkt, aber wurscht. Der Hexer kann so geile Sachen wie zum Beispiel 0. Das ultra sinnlos ist, weil das bedeutet einfach nur, wenn wir die aktuellen MP an der einer Stelle eine 0 haben. Also so wie zum Beispiel, wenn ich nur 10 HP oder 100 MP übrig habe, dann sind meine Magieangriffe halt einfach 50% stärker. Keine Ahnung. Totaler Schwachsinn. Da ist mir das lieber. MP minus, das halt Schwarzmagie weniger kostet. Konvergenz heißt, richte Gruppenzauber auf ein Ziel, um sie zu verstärken. Es gibt ja Zauber, die sich generell auf alle Ziele auswirken und durch Konvergenz können wir sie gezielt auf einen Charakter lenken, der nimmt halt dann das Vielfache vom Schaden. Statuseffekt plus heißt einfach nur, wir haben eine höhere Chance zum negative Statuseffekte zum Erzeugen oder halt verursachen. Und maximale Schwarzmagie. Starke Erhöhung. Also die MP-Kosten werden verdoppelt, der Schaden wird jedoch um das 1,5-fache erhöht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, das ist so vage beschrieben, der Schaden wird um das 1,5-fache erhöht. Heißt im Endeffekt, das wäre ja auch wieder das 2,5-fache. Weil wenn er gehoben wird auf das 1,5-fache, dann wären wir aber 150%. Aber wenn er um das 1,5-fache erhöht wird, zum normalen, dann müsste man eigentlich bei 2,5-fache Schaden sein. Kann gleichzeitig mit Schwarzmagie Plus gewirkt werden, was so viel heißt wie, dass die MP-Kosten für Schwarzmagie sowieso um das 1,5-fache erhöht und den Schaden dafür nur um das 1,25-fache. Was heißt nur? Das sind halt immense Mana-Kosten, wo wir haben. Dafür halt auch immense Damage, den wir da raushauen. Ich finde im Moment der Geisterrufer wesentlich nützlicher. Weil, okay, schade, wir haben jetzt gerade volle HP. Hätte mich jetzt gerade interessiert, wenn wir mit der Agnes einfach einmal Vita eingesetzt hätten. Das uns ja weniger kostet. Ich glaube, Vita kostet es, würde uns kosten im Moment nur 3. Ja, genau. Würde uns nur 3 MP kosten. Weil wir ja die MP-Verringerung durch der Geisterrufer haben. Gut, genug Quatsch. Das ist erst eine kürzere Folge. Wir speichern jetzt bei dem Dude, weil wir nicht genau wissen, was es dann erwartet. Jo. In Norande bin ich auch noch ein bisschen dran gewesen. Da habe ich jetzt da drunter alles aufgerüstet, also der Lader ist jetzt auf 11. Da kriegen wir die ganzen Kombinationsgegenstände, die für einen Giftmischer praktisch sind. So, und in 42 Minuten haben wir den letzten Lader da freigeschaltet, den Schluchtsteile-Laden. Ja, und wenn wir dann auf Stufe 11 haben, dann müssen wir Randy eigentlich wieder vollständig aufgebaut sein. Und dann bin ich gespannt, was dort passiert. Aber bis dahin kommen wir mal der Hauptstory nach. So, da muss jetzt irgendwas passieren. Habe ich Gegner noch ausgeschaltet? Na? Gegner sind an.
Hail, nescient children of man. Who's there? A petulant daughter's act of rebellion against the father who neglected her. What? Is she dead? The naive Vestal's sense of justice as dictated by others, unquestioned as it is unflinching. An orphaned existence, ignorant of himself and alone in this world. Ring a bell. Has playing as the trusty friend filled your hollow soul, boy? Und das ist. Show yourself! Not but children, all of you. What in the heck? What? I am done here. I leave the rest to you, Alternus Dim. Your cooperation is much appreciated. Cooperation? No. It is simply a matter of friendly concern. My interest lies in the Templars... the Grand Marshal's daughter. You may cast Templar? the remaining 3 into the dungeon, if you so wish. Yes, my lord. The 2 newest members of the Council of 6 have perished at the hands of the Vestal. 'Tis such a pity. I never had the chance to meet them. Victor und Victoria? So Victor and Victoria have met their end. Yes, Lord Marshal. A tragic end to tragic lives. Indeed. But the Vestal and her fellow conspirators have been captured. Though the toll was heavy, we have them at last. Well done, Alternus. Well done. No, this was not my doing. It was his. I see. His? There was one more matter, Lord Marshal. Your daughter, Idia, is in her room. And I simply thought you'd wish to know. Wer genau ist er? Is this my room? Where is everybody? Ja, scheiße! Okay, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gerade auf nicht schlafen gedruckt. Scheiße! Oh mein Gott, wie schaut meine Party aus? Was ist hier überhaupt? Ninja-Akrobat. Da geht's hier wieder versteckte Items überall. 3, 2, 1, Item. Nein? Okay, schade. Da ist ein fettes Schwert, das sollte näher. no, leave us. I simply wish to speak with my daughter. Now go. Father. You never learned to knock first, no matter how many times I asked. Sieht man jetzt endlich mal von vorne? What have you done with my friends? Where have you taken them? Your fellow conspirators are held in the dungeon. The dungeon? I'd feared that. So they yet live? As for the Wind Vestal, Agnes, what will you do with her? You'll bring ruin upon Eternia if you harm a hair on her head. you speak of ruin. It is you and your conspirators who nearly brought ruin upon this land.
Crystalism is a cult, a tool for deceiving the masses. We can trust them with the crystals no longer. The Wind Vestal shall never again see the light of day. And should she persist with her uncooperative attitude, Then it's as I feared. You'll have her executed, though she was merely caught in a web spun of your selfish ideals. selfish, you say? Well, they are, aren't they? You send big men to chase down and capture one little girl. You wage war far and wide. You ravage nature. You bring suffering upon innocents. Are those your ideals, Father? What is it you're trying to do? I don't understand. I just don't understand. I did not raise you to be such a shallow little fool. Father, why do you say such things? The Earth Crystal is now the last of the crystals here upon Luxendark to retain its normal state. All who seek to awaken the crystal, whether the Vestal or my own flesh and blood, shall face the wrath of my blade! You shall remain here whilst you regain your senses. And just how long am I to be your prisoner? Until you realize the error of your ways! Redouble the guard. My daughter poses a graver threat than you might think. It's as I feared. Father does not understand. Wer ist der Dude? Lord DeRosso, Your Grace, what brings you here? It has been 15 years since you last ventured forth. 15, you say? It brings me joy to see what a fine Grand Marshal you have become. For an immortal such as I, 15 years seems but a fleeting moment in time. Do you recall that day? It was dreadfully cold by your reckoning, though just the sort of weather in which I delight. Upon ceding the head counselor's seat to you, I retired to my castle and partook of a goblet of steaming wine. And now 15 years have passed since you rid yourself of me by naming me Archduke. But I ask you, are you content? You seized the Earth Crystal and laid waste to the places sacred to the Orthodoxy. And you brought the crystals under the dominion of man, exploiting them to build your ideal society. All great deeds we failed to accomplish. You should be proud. I did it not for pride. I would have you accept my words as true, for there is no veiled reproach therein. Indeed, you have acted most valiantly, unlike we who have long done naught but watch from the shadows. And yet, you have been too hasty, brave the Templar. I fear I do not share your urgency, for my life has spanned... Oh mein Gott! Idea Lee! Natürlich! But I understand the reasoning therein. Weil sie... And it Ah, is okay. from such Noch mehr. understanding that I say you have been too hasty. Though 15 years have passed, you have changed not one. Ja, ist brave Lee! However, if Natürlich. I might respond, Father just doesn't understand. Right. All ready. It's quite a way to the dungeon, but I'll manage. Ach Gott! Ja, natürlich. Bravely, Motherly und
Ideally. Ja, ja. Ah, die Namensgebung in dem Spiel. Forgive me, Lord Marshal. Is Idea here with you? No, she is not. She was supposed to be confined to her chambers. Yes, Lord Marshal, she was. But she suddenly disappeared. What's this? We're not the sentries vigilant? They claim never to have stepped from their post. Her chamber door was never opened. Then how could she have? Ja, halt den Balkon, Usse, Mann. Her father's daughter, indeed. She acts from the same sentiments. Those sentiments that you once held for the Crystal Orthodoxy. How could you know that? Have you not been away from this land these 15 years? Was it not you who drove me to exile? Well, be that as it may. But to one such as I, you and your daughter are one and the same. Passionate, stubborn, not even Nicht einmal 100 Jahre years alt. old. So it is I can understand what both father and daughter are thinking, simply by watching. You ought try speaking with her, and listening too. Your time for such opportunities grows short. Crystalism. Anti-crystalism. The quarrel between you and your daughter is but a proxy for that clash of ideas. Open your heart before it is too late. The very future of this world hangs in the balance. You truly have not changed, have you? Is that so? Well, you must forgive me. But lest you forget, it was you who appointed me Archduke. Wer ist der Dude? Ist jetzt unter der Staat der jetzt? I know the dungeon key is around Vom here Großherzog? somewhere. Oder steht er über ihm? Er ist unsterblich. Now to free everyone. Klar, der Schlüssel liegt einfach da auf dem Tresen. Ihr Vater heißt Brave Lee. Ihre Mutter heißt Mother Lee. Und sie selber heißt Idea Lee. Also sie sind nach ihrer Persönlichkeit benannt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Und im weiteren Verlauf, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass Alternis Dim wahrscheinlich in dem Sinne eher Dim Alternis bedeuten soll, was so viel wie hast wie alternative, keine Ahnung. Dem Alternis in, keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. 4 Vögel in einem Käfig. Ah yes, die Ringebell, seid ihr wohl auf? Gesund und munter. Ich bin ebenfalls unversehrt. Arg wie unhöflich, was denkst du dabei, mich auszulassen? Wie haben sie die Fee eingesperrt? Idee ist nicht hier. Was, wo ist sie dann? Denk doch mal nach, das hier ist ihr Zuhause. Sie hat Freunde hier, Familie. In diesem Augenblick könnte sie... Die Witze wohl nicht sagen, dass es hier eine Falle ist? Idee wäre zu seiner solchen Täuschung nicht imstande. Das kann ich nicht glauben. Inakzeptabel. Sie hat recht, ich auch nicht. Und ich am allerwenigsten. Ich meine doch nur, dass sie in größere Gefahr schwebt als wir. Wir sind nur die Feinde dieses Staates. Ach, und Idee etwa nicht? Wie ist das etwas Persönliches? Sie hat sie betrogen, Tis. Die Menschen hier müssen einen Groll gegen sie hegen. Du glaubst also, dass sie dass ihr eine besonders grausame Strafe droht? Ringebell, dein Tagebuch. Was steht dort geschrieben? Irgendwelche Hinweise, wie wir hier rauskommen? Ich werde nachsehen. Ah, kein Glück. Selbst Zauberbücher scheinen ihre Grenzen zu haben, wie es aussieht. Dann lasst uns Ari als Späherin losschicken. Wie? Ari als was losschicken, bitte? Du passt durch die Gitterstäbe hindurch. Bitte geh und erkunde die Gegend. Guter Vorschlag, Agnes. Vielleicht findet sie ja die Zellenschlüssel. Aber was, wenn mich jemand sieht?
Glaubt ihr, ich könnte mich hier mit reiner Muskelkraft durchschlagen, so wie ihr? Mit welchen Muskeln denn, hä? Du bist so eine kleine Fee, du kannst dich irgendwo verstecken. Wenn wir alle hier bleiben, kommen wir dem Erdkristall auch nicht näher. Oder Idia. Schaut doch wenigstens nach, ob sie auch in diesem Verlies gefangen gehalten wird. Na gut, wer wollt, dann gehe ich. Ich will auch nicht, dass sie dir etwas zustößt. Nicht, dass es irgendjemand interessieren würde, was aus mir wird, Schnief. Vielen Dank, Harry. Ich werde zu meinem Amulett beten, auf das du sicher zurückkehrst. Das werde ich wohl auch brauchen, wie dem auch sei. Dann will ich mal. Psst, warte, ich höre was. Ah, was mache ich nur? Da kommt jemand, ich muss mich verstecken, schnell! Warum macht ihr denn so einen Lärm? Ich habe euch schon von draußen hören können. Diese Stimme, Idia! Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich habe die Schlüssel für eure Zellen gefunden. Ich bin einfach nur froh, dass es dir gut geht. Ja, und jetzt ist das voll das fette Dungeon und ich muss mich da solo durchprügeln. Ja, natürlich. Magierwache. Easy. Ganz easy. Ring a bell. Yeah, wir sind zu zweit. Verschuss gar nicht, der andere rettet als erstes. Why wouldn't I? I mean, I knew you'd come. All I had to do is sit back and wait. And well, here you are. I'm the luckiest man alive. You're my savior, my goddess. Let me thank you with a big kiss. Ringabel, are you coming or not? I can leave you here. Of course. Let's go. Ringabel hat sich der Party angeschlossen. Yay! Ringadoodle. Ein Übertrank. Oh je. Schön, dass es dir gut geht, Ringabel. Hab Dank, meine Liebe, ich stehe in deiner Schuld. Und ein Gentleman zahlt immer seine Schulden zurück. Schulden an Damen sogar 10-fach. Ah, geht das wieder los. Es ist immer das Gleiche mit dir. Wenn ich sonst etwas für dich tun kann, brauchst du nur zu fragen, meine Angebetete. Also gut, Ringabel. Wie wäre es, wenn du mit mir ausgehst? Das ist sehr, woher dieser Sinneswandel? Wenn du mein Auserkorener wärst, wohin würdest du mich ausführen? Wo würde unsere Verabredung heute stattfinden? Heute Abend? Lass mich überlegen, ich brauche Zeit, um etwas vorzubereiten. Du machst so ein Theater und hast dir nicht einmal überlegt, was du mit mir unternehmen würdest, wenn ich jeweils Ja sage? Ja, weil er gar nicht zu Fuß geht. Ich verhalbe dich doch nur. Du kannst zwar auszahlen, aber beim Einstecken bist du eine Niete. Oh, diese Information ist sehr nützlich. Ah. Du hast Tis die ganze Zeit über wie einen kleinen Bruder behandelt. Und du nutzt jede Gelegenheit, um dich über die arme Anjas lustig zu machen. Also, wem erzähle ich das zuerst? Vielleicht erzähle ich es auch niemandem. Ja, so mache ich es. Dann schuldest du mir die doppelte Menge Schweigegeld. Ahaha. Dir zwar. Das wird nur die fertigste Romanze in der Geschichte der Geschichte. Ich bin der Giftruf näher. So, wer oder wo? Da ist der Tissi. Thanks, Adia. You're a lifesaver. You're quite welcome. But it was really nothing. After all, I was raised within Central Command's walls. I know every nook and cranny. Were you able to speak with your father? Not yet. Huh? What does it matter to you? You have family you can talk to. You ought to, you know. You would forgive my father? Grand Marshal of Eternian Forces. Head Counselor of the Council of Six? You've seen how much Agnes has suffered because of my father's orders.
true enough, but You need not worry about me. We need to focus on awakening the Earth Crystal. alright. Yep. Das was wir mit Anja so noch abholen. Geben wir das Gespräch jetzt auch noch? Wir brute forcen uns da jetzt einfach durch. Schön, dass es dir gut geht, Tis. Danke, ich stehe auch in deiner Schuld. Hey, Tis. Was empfindest du für Agnes? Und sei ehrlich. Wow, warum fragst du mich das so plötzlich? Ach, ist schon gut. Steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Mein Gesicht? Und hey, würdest du bitte etwas leiser reden? Keine Sorge, sie kann uns hier nicht hören. Und du kannst deine Gefühle sowieso nicht länger verstecken. Geh und sage es ihr. Sage, dass du sie magst. Was? Nein, das will ich nicht. Also ich meine, die Kristalle sind jetzt wichtiger. Jetzt ist nicht die Zeit, um... Hey, ich habe auch nicht gemeint, dass du es jetzt sofort tun sollst. Warte, bis ihr zwei einen Augenblick allein seid. Dann sagst du es ihr. Nimmst ihre Hand und dann setzt ihr euren Weg gemeinsam fort. Seite an Seite. Ich meine es ernst, Tis. Jemanden wie sie findest du nie wieder, wenn du dir diese Chance gehen lässt. Niemals. Nie im Leben. Hör mal, könntest du bitte ein wenig leiser sprechen? Niemals. Oh, da ist der... Sie stand 1,5 Meter vor der Zellengitter und hat sie nicht gehört. Are you alright? I am. Now that you're here, Adia, I'm glad to see you're safe and sound too. Me? Well, the Eternian forces do view you as a traitor to your homeland. I feared they'd have some unspeakable punishment awaiting you. You needn't worry about that. My father is not so draconian as that. And yet, on second thought, at least no harm has come to you. I'd like to thank you too, Adia. You saved me from having to search this entire dungeon. Eri, do you think you could have carried this key around? You're so little after all. It does look really heavy. I'd rather not think about lugging that about. There's nothing to worry about now that I'm here. Well, I better lead the way. With your poor sense of direction, Agnes, who knows where we'd end up. Now hold on. My sense of direction has improved. At least somewhat. Isn't that simply a matter of having Eri and Tiz lead the way? Well, that may be, but... Don't take it so hard. Now come on, follow me. If you say so. Was? Kein Gruppengespräch? Ich bin ja fast enttäuscht. Ich bin ja fast enttäuscht. Ah! Wollte die Kiste gerade aufmachen, du Sack. Mal anders. Gratis essen ist ein lustiger Skill, setzt den MP-Kosten für 2 Runden auf 0. Was, er hat nicht einmal Skills, die MP kosten, das ist das Lustige dran. Ein Lichtschleier, sehr gut.
Wie komme ich da rein? Ich hab doch den Zellenschlüssel, müsstest du doch aufkriegen, what the heck? Andererseits ist hier auf der Minimap auch nicht, dass da ein Raum wäre, also entweder ist die Kiste dann fake oder... Was ist bis hier da? Ich finde nicht raus. Ah. Wie ist die von der Oberkorb? Von rechts oben, wenn da nicht einmal ein Gang ist? Kampfrausch? Ein Ninja. Was kann Kampfrausch? Überschreitet die maximale Anzahl der Angriffe. Was soll das heißen? Wait. Das Angriffslimit steigt von 16 auf 32? Oh, das klingt nach einem Skill, der an alle meine physischen Attacker haben sollten. So als Passiv. Oh ja. Dann sollten alle meine physischen Attacker haben. Was ist denn das wieder für komische Map? Das ist da wieder nur Zeit. Ah. Was ist denn da in der Mitte? Was habe ich da bisher? Ich kann nochmal zurück. Ah, okay. Da oben. War ja eigentlich klar. Und für was? Ein Drachenzahn. Den habe ich in der Rende schon freigeschaltet, der Drachenzahn. Den kann ich jetzt auch kaufen, das ist schon so ein Mischgegenstand. Die Mischgegenstände, die kosten alle 200 Peak. Und der Drachenzahn kostet 5000. Ich weiß leider noch nicht, was für einen Effekt das der hat. Ich wollte das eigentlich ausprobieren mit der Agnes als Giftmischer. Zum herausfinden, was genau der denn beschwört. Also was für Item das außer gut zeigen muss und was für einen Effekt das es hat. Und ich kann da sowieso nicht speichern. Okay, das ist blöd. Jetzt kommt so wahrscheinlich irgendein Boss. If we can get through here, then hold on while I try this key. Ja. It won't open. Are you sure? Do we need a different key? I don't understand. I thought... Ist eigentlich schon interessant. What the heck? Little Idea, in a bit of a bind? Who's there? Sage? Is that you? What are you doing here? What am I doing here? I could ask you the same. As for me, I'm right where I belong. Right where you... Yes, indeed. You see, I'm a founding member of the council that preceded the Duchy of Eternia. And that would make me your enemy. I don't
understand. I've been sequestered in Juliana Woods ever since that Templar Brave Lee seized power. But the fact remains, I still count among the members of the Council of Six. You were acquainted with my father? Then you must have known who I am. Why didn't you say so, you miserable old let? I saw little need, being that I was in seclusion and no longer attending the council. This cannot be. You are a trusted friend to us. A teacher-like figure who rendered aid. And to now hear you say you serve Eternia? The people who killed the Earth Vessel, the Fire Vessel, Olivia! I don't understand. Who are you, really? Who indeed? I am but an outsider looking in. What do you want with us? An old friend has risen from a long slumber, so I came to see him. While I was here, I thought I would deliver a warning. Der De Rosso? A warning? Der Fürst? Then you yet serve the Duchy's forces, and mean to stand against us? You are not entirely wrong there. This world is not so clean or pleasant as you may think. I suspect your journey this far has taught you as much. Malice is not the only enemy. The road to ruin is oft paved with good intentions. With action comes consequence. The joy of some may be the misery of others. To decide one way is to abandon the other. Knowing this, will you continue upon your chosen road? Nothing could stop me. You mean us? Right. Us. We've come so far together. Is that so? Well then, have the courage to think and act on your own. Those words. Have the courage to disobey. Well now, you do remember. Sage. Step back. Ich kapier's nicht ganz. Was will ich damit sagen? Sage? Know that ever shall I be watching over you. What the heck? An den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Okay, ich muss jetzt erst Schluss machen, ich habe gesehen, das wird leider eine kürzere Folge heute. Okay, ich glaube, ich muss mir das Video nochmal anschauen, noch bevor ich so viel lade oder während ich so viel lade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig kapiert habe, was ich eigentlich sagen wollte damit. Aber gut. In dem Fall, morgen wird es weitergehen. Danke fürs Zuschauen, ich muss leider los. Schade, aber wir haben doch einiges geschafft, viel erfahren, nicht viel kämpft, war nicht sehr spannend, aber dennoch, ja, in dem Fall. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, tschüss!